Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag und es ist kein gewöhnlicher Spieltag, es ist das wichtigste Spiel der Saison bisher. Hoffentlich kommen im Laufe des Jahres noch wichtigere Spiele auf uns zu, aber zunächst einmal muss Real Madrid heute um 21 Uhr im Etihad gegen Manchester City ein 3:0 aus dem Hinspiel verteidigen. Und auch wenn ich optimistisch bin, auch wenn mich diese Mannschaft in den letzten Spielen überzeugt hat, ist ein Champions League Spiel gegen Manchester City nie entschieden. Die können in ihrem Stadion gegen jede Mannschaft der Welt 3:0 gewinnen. Ja, dazu passend gibt es natürlich heute Abend ein Live-Watch-Along. Im letzten waren wir bei über 1200 Leuten im Peak. Mal schauen, ob wir das heute auch schaffen. Nehmt euch nichts vor, kommt heute Abend ins Watch-Along. Ich kann euch keinen Erfolg garantieren. Ich kann euch kein Ergebnis versprechen. Was ich euch versprechen kann, sind echte Emotionen und echter Madridismo. Also schaut da rein. Ja, und in diesem Video geht es natürlich um dieses Spiel. Ihr erfahrt alles, was ihr wissen müsst. Wir schauen uns das Abschlusstraining an. Wir schauen nochmal über die Kaderliste. Wir hören uns aus der Pressekonferenz Antworten an von unserem Trainer und von Antonio Rüdiger. Wir schauen uns die erwartete Aufstellung an. Am Ende natürlich die Aufstellung, die ich machen würde. Und. Es wird ein vollgepacktes, interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, bei so einem wichtigen Spiel möchte ich mich eigentlich ausschließlich auf diese Preview mit euch konzentrieren. Was erwartet uns da heute Abend? Wie hat sich die Mannschaft vorbereitet? Was sagen unsere Spieler etc. pp. Aber es gibt zwei Themen, die ich mit euch besprechen möchte. Thema Nummer 1. Gestern um 21:30 Uhr war die Weltpremiere von En el Corazón de la Decimoquinta. Das ist dieser berühmte Film, den Real Madrid TV immer macht, wenn die Mannschaft die Champions League gewonnen hat. Diesmal haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen mit der Veröffentlichung. Aber ich kann euch so viel verraten, das waren 2 Stunden Gänsehaut, Tränen, Emotionen. Man hat mitbekommen, wie das Innenleben in Real Madrid aussieht. Man hat melancholische Gefühle bekommen. Ich wünschte, ich könnte das mit euch teilen. Und deshalb meine Frage an euch. Wer die Möglichkeit hat, diesen Film zu schauen, guckt, ob ihr den bei YouTube, wo ihr ihn auch immer findet. Ich habe diesen Film komplett auf meinem Rechner, aber ich weiß nicht, wie ich euch ihn zeigen kann. Vielleicht über Kick. Ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit, weil Twitch bannt mich, YouTube. Ich weiß nicht, was los ist. Meine letzten 2 Videos wurden urheberrechtlich geclaimed und so blöd es sich anhört, das hier ist ja mein Job. Ich muss ja damit auch Geld verdienen. Und mit den letzten 2 Videos, die 30.000 Views zusammen hatten, keinen Cent. Naja, wie dem auch sei, schlecht für mich gelaufen. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wie ich euch diesen Film zeigen kann, haut den in die Kommentare. Dann machen wir zusammen einen Fernsehabend. Dann schauen wir zusammen vielleicht auf Kick oder wo auch immer. Wer eine Idee hat, bitte in die Kommentare. So. Kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Carlo Ancelotti hat gestern für die Freundschaftsspiele von Brasilien den Kader nominiert. Und Endrick ist zurück. Was habe ich euch gesagt vor 2-3 Wochen? Der Brasilianer, der in Lyon neu aufblüht, die Sensation der Saison ist in Frankreich, ist nominiert für die brasilianische Nationalmannschaft. Wenn ich mir das so angucke und die Abwehr und das Mittelfeld von Brasilien mir anschaue, dann sehe ich da keinen echten WM-Kandidaten. Bin ich gespannt, ob ihr das anders seht. Im Sturm natürlich überragend. Ja, wenn wir schon mal bei Carlo Ancelotti sind, das ist so eine lustige Anekdote. Die muss ich euch einfach zeigen. Danach konzentrieren wir uns auf Manchester City, versprochen. Aber schaut euch mal dieses Video an, wo Carlo Ancelotti gefragt wurde, ob er verwundert ist, dass Fede Valverde einen Hattrick gegen Manchester City gemacht hat. Nein, es hat mich nicht überrascht, aber die 3 Tore waren unglaublich. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt. Und was haben Sie ihm gesagt, wenn man fragen darf? Was ich gesagt habe? Schade, dass er keinen brasilianischen Pass hat. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und Carlo Ancelotti, auch wenn ich ihn als Trainer oftmals nicht verstanden habe, er hat nicht rotiert, bei verletzten Spielern riskiert, immer das Gleiche gemacht. Aber als Mensch ist der Typ eine 10 von 10, so sympathisch, ich habe mich so weggeschmissen.
Wie er bei Fenerbahce gesagt hat, ey, schade, dass du keinen brasilianischen Pass hast. Also, überragend, Carlo Ancelotti. Ja, wie dem auch sei, jetzt müssen wir zum Ernst der Lage kommen. Ich blende euch Bilder ein. Unsere Jungs sind gestern natürlich von Madrid nach Manchester City geflogen, sind gut angekommen. Abends, wie erwartet, das Abschlusstraining und die Pressekonferenz von Álvaro Arbeloa. Ja, und da möchte ich direkt reinstarten, weil das, worauf wir alle gewartet haben, wie sieht der Verletztenstand aus bei Real Madrid? Ja, er wurde natürlich spezifisch gefragt zu Kylian Mbappé und zu Jude Bellingham. Denn, bevor wir da reingehen, schauen wir uns nochmal die Kaderliste an. Ich habe gestern nicht erwähnt, dass auch ein Jude Bellingham nominiert war und ein David Alaba, weil für mich es offensichtlich war, dass das quasi als Unterstützung fürs Team gemeint ist. Also nicht, dass die spielen werden, dafür sind die Verletzungen bei weitem noch nicht auskuriert. Ja, ob ich richtig vermutet habe, beantwortet Álvaro Arbeloa bei dieser Frage. Bellingham war derjenige, der unbedingt mitkommen wollte, um bei seinen Mannschaftskameraden zu sein, um beim Team zu sein, und er wird weiterhin dabei sein und einen Teil des Trainings absolvieren, aber er wird morgen nicht dabei sein. Ich bin sehr, sehr glücklich, ihn immer näher zu sehen, ihn zu spüren. Ich glaube, es wird auch sehr wichtig sein, dass seine Teamkollegen ihn schon beim Training sehen und morgen vor dem Spiel in der Halbzeitpause oder danach. Ich denke, er ist ein Spieler, von dem ich euch immer gesagt habe, dass er einer der Anführer sein wird, und das ist er bereits. Deshalb ist es sehr wichtig, dass er hier bei uns ist. Mbappé ist jetzt verfügbar, also werdet ihr ihn morgen sehen. Ja, ihr habt es also selber gehört, meine Vermutung war richtig. Bellingham ist ein bisschen als moralische Unterstützung für die Mannschaft dabei, finde ich sehr, sehr gut. Mbappé ist fit, laut einem Álvaro Arbeloa. Ich habe euch aber immer gesagt, das Knie kann noch nicht bei 100% sein. Ja, und El Chiringuito haben gestern beim Training diese Aufnahmen gemacht. Ihr seht selber, ein Kylian Mbappé fasst sich immer wieder instinktiv an das Knie, reibt es so ein bisschen, versucht mit Hüpfen zu spüren, Mann, wo kommt der Schmerz her? Wenn ich das sehe, Kylian Mbappé ist bei weitem noch nicht wieder bei 100%. Und ich bleibe dabei. Ich würde nicht mit der Gesundheit eines Spielers riskieren. Ein Kylian Mbappé, der hilft der Mannschaft natürlich nochmal auf ein anderes Niveau, aber nur wenn er bei 100% ist. Wieso sollten wir seine Gesundheit riskieren? Erst recht nicht, wenn es doch gerade so gut läuft ohne ihn. Also natürlich hilft er der Mannschaft weiter, aber jetzt haben wir eine homogene Truppe, jeder kämpft für den anderen. Ich würde nichts riskieren, weil die Mannschaft es meiner Meinung nach zurzeit gar nicht benötigt. Aber selbst wenn, wir brauchen einen Kylian Mbappé noch den Rest der Saison, ich würde da kein Risiko eingehen. Könnt eure Meinung dazu ja gerne in den Kommentaren lassen. Ja, bevor wir dann auf die anderen Antworten von Álvaro Arbeloa kommen, wollte ich nochmal auf 2 Antworten von einem Antonio Rüdiger kommen. Er war gestern der Auserwählte, der seine Pressekonferenz halten sollte. Er wurde natürlich zu seiner vertraglichen Situation gefragt. Er hat die ganze Zeit klargestellt, ich fühle mich super wohl bei Real Madrid. Ich liebe Real Madrid, das waren seine Worte. Aber es ist jetzt noch nicht der Moment, über Vertragssituationen zu reden. Er hat selber betont, das Wichtige ist, dass er wieder bei 100% ist. Und ich glaube, was der damit so durch die Blume sagen wollte, war, wenn ich fit bin, dann kriege ich auch einen neuen Vertrag angeboten. So habe ich das zumindest verstanden. Er wurde natürlich gestern zu seinem Duell gegen Erling Haaland gefragt. Ja, hören wir uns mal die Antwort von unserem Spieler an. Spieler wie Erling Haaland, zuerst einmal ist es ein riesiges Vergnügen, gegen so einen Spielertypen zu spielen, weil ich das physische Duell mag. Ich will es, ich brauche es, und bei ihm ist es genauso. Und das betrifft nicht nur mich. Ich denke auch im anderen Spiel, im ersten Spiel gegen Sie, da hat Dean Heisen auch einen großartigen Job gemacht. Es war also eine gemeinschaftliche Angelegenheit und aber ich freue mich darauf. Ja, absoluten Respekt natürlich von Erling Haaland. Finde ich auch gut, dass er gesagt hat, das ist hier nicht nur meine Leistung, das ist eine kollektive Leistung. Und dass ein Antonio Rüdiger diese Reibereien, diesen physischen Fußball braucht, ich glaube, das überrascht keinen von uns. Ja, was ein positiver Aspekt von Antonio Rüdiger abseits von seinen tollen Leistungen und seinem Leadership war, ist meiner Meinung nach sein Verhalten gegenüber den jüngeren Spielern. Ich habe euch letztens noch gesagt, wie er bei einem Thiago Pitach hingelaufen ist, ihn animiert hat, zu einem Manuel Angel. Das hat mich beeindruckt. Und genau dazu wurde er gefragt, wie sieht er sich, was für eine Rolle sieht er für sich bei Real Madrid? Hören wir da auch zusammen einmal rein.
Wie ich schon sagte, als älterer Spieler muss man so oder so die Verantwortung übernehmen und den jüngeren Spielern den Druck abnehmen. Und so sehe ich mich selbst. Und um ehrlich zu sein, auch unsere jungen Jungs machen ihre Sache gut. Zum Beispiel wie Thiago, die aus den eigenen Reihen nach oben kommen, da gibt es viele von ihnen. Und sie machen einen guten Job und der Trainer kennt sie und auch ein großes Lob an den Trainer, dass er ihnen dieses Vertrauen schenkt. Ja, und genau so muss es sein. So funktioniert Real Madrid. Veteranos y Noveles, so hieß es immer. Erfahrene Spieler und neue Spieler, im besten Fall aus der eigenen Jugendakademie. Ein Antonio Rüdiger macht das toll, geht als Vorbild voraus, nimmt die Jungs, unterstützt die. Es gab gestern auch eine Szene, wo er gegen Elche ausgewechselt wurde und zu Fran Garcia gesagt hat, pass auf die Jungs auf. Also ja, Antonio Rüdiger, ein Leader, auch außerhalb vom Platz, finde ich richtig gut. Ja, das waren die wichtigsten Aussagen. Er wurde nach 2 Monaten zu dem Foul gegen Getafe gefragt. Da hat mir die Antwort von Antonio Rüdiger nicht so gefallen. Das können wir aber gerne in einem anderen Video besprechen. Heute kümmern wir uns um Manchester City. Ja, und wie geht Real Madrid dieses Spiel an? Das wurde Álvaro Arbeloa gefragt. Hören wir da zusammen einmal rein. Welches Real Madrid möchtest du morgen hier im Etihad sehen? Dasselbe wie im Hinspiel. Wir haben kein anderes Ziel, als rauszugehen und zu gewinnen, denn das verlangt dieses Wappen von uns. Mit derselben Demut, demselben Einsatz, demselben Engagement, wie wir es im Hinspiel gezeigt haben, sogar noch mehr, weil wir wissen, dass dieses Stadion alles andere als einfach ist und dass ihre Fans sie sehr antreiben werden. Deshalb ist das genau die Mentalität, die wir haben. Wir können mit keiner anderen Einstellung rausgehen, als dieses Spiel gewinnen zu wollen. Demut und Ehrgeiz, das ist es, was man sehen muss. Und auch da kann ich nur nicken und zustimmen. Das ist der richtige Weg. Wenn wir heute nach Manchester gehen mit dem Gedanken, wir müssen irgendwie 0-3 über 90 Minuten retten. Ich glaube, das hat man bei Atletico Madrid gegen Barcelona im Pokal gesehen, als sie mit 4-0 dahin gereist sind und im Rückspiel gedacht haben, ja, Hauptsache wir verlieren nur 3-0 und am Ende hast du 3-0 verloren. Naja, du musst als Real Madrid, wie ich gestern in meinem Video gesagt habe, dieses gesunde Selbstvertrauen haben. Wir haben dieses Wappen. Wir haben diesen Wettbewerb 15 Mal gewonnen. Man muss uns erstmal besiegen. Und heute Abend spielen wir auf Sieg. Wir beschäftigen Manchester City auch in ihrer eigenen Hälfte, in ihrem eigenen 16er. Die müssen auch ihr Tor verteidigen. Dann vergehen die Minuten und ich glaube, wenn Manchester City irgendwann nervös wird und aufmacht, dass Real Madrid dann gute Chancen hat, hier und da den einen Konter zu verwandeln. Also ich finde, das ist genau die richtige Einstellung von dem Álvaro Arbeloa. Ich hoffe, dieses mutige Real Madrid heute zu sehen. Und wie gestern in dem Video gesagt, wenn man die letzte Viertelstunde dann bunkern muss, dann ist das halt so. Aber ich möchte als Madrid mit dem Selbstverständnis auf den Platz gehen. Ich möchte jedes Spiel gewinnen, auch im Etihad gegen Manchester City. Ja, und dann hat er noch einige interessante Antworten gegeben. Ist Mbappé eine Last für die Mannschaft, wurde er gefragt. Er hat gesagt, wie soll der beste Spieler der Welt eine Last sein? Der wird der Mannschaft natürlich helfen. Und so sehe ich das auch. Ein Álvaro Arbeloa hat aus einem Valverde einen neuen Spieler gemacht. Der hat aus dem Tchouaméni, okay, der war immer schon gut, aber wieder einen neuen Spieler gemacht. Ein Álvaro Arbeloa schafft es, die Mannschaft wieder physisch Stück für Stück mit Pintus dahin zu bekommen, wo wir die Mannschaft brauchen. Ja, und auch ein Kylian Mbappé, wenn der topfit ist, haben wir am Anfang der Saison gemacht, hat er jeden Torrekord gebrochen, hilft der Mannschaft. Er muss sich allerdings auch ein bisschen anpassen, er muss sehen, wie viel die anderen ackern und auch ackern. Also wie gesagt, das ist kein Einbahnstraßenfußball, den Ball auf Mbappé und mach, was du willst. Das hier ist ein Mannschaftssport und es klappt nur, wenn alle kollektiv arbeiten. Ja, und eine Frage, die mir unter den Fingernägeln gebrannt hat und ich glaube, die euch auch interessiert ist, wie geht Arbeloa eigentlich mit den Jugendlichen um, wenn alle Stars wieder zurück sind? Ja, hören wir mal die Antwort von unserem Trainer. Ich wollte dich fragen, es ist offensichtlich, dass du auf die Jugend setzt. Etwas, das die Madridistas begeistert. Ich wollte dich fragen, ob dir die Hand zittern wird, wenn alle wieder da sind. Ob es unantastbare heilige Kühe gibt oder ob du bis zum Ende an deinem Einsatz für die Jugend festhalten wirst. Ich habe in den 2 Monaten, die ich jetzt hier bin, nicht das Gefühl gehabt, heilige Kühe. Es gibt Spieler, wie ihr die ganze Zeit gesehen habt, Valverde, Vinicius oder Tchouaméni, Spieler, die sich ihre Einsatzminuten auf dem Platz verdient haben. Für mich sind das keine heiligen Kühe, sie verdienen es sich selbst, heilige Kühe zu sein. Sie liefern eine Leistung ab, die jeden Zweifel übertrifft, das seht ihr ja selbst. Jeder Spieler verdient sich seine Minuten auf dem Rasen, genauso wie die Jungs aus der Jugendakademie, alle von ihnen.
Sie zeigen ein sehr hohes Niveau, nicht nur was Engagement, Einsatz und Hingabe angeht, sondern sie spielen auch wirklich gut genau das, was sie können. Abgesehen davon, dass sie eine starke Identität haben und wissen, was Real Madrid bedeutet, denke ich, dass es Jungs mit sehr vielen Qualitäten sind, die viel beitragen und sehr helfen. Und klar, wenn die verletzten Spieler zurückkehren, werde ich noch viel mehr Optionen haben. Und meine Idee ist immer, dass wir mit so vielen Optionen, so vielen Spielern, so vielen Spielen hoffentlich in der Lage sind, immer die 11 geeignetsten Spieler auf dem Spielfeld zu haben. Ja, und so zusammengenommen muss ich sagen, finde ich die Antworten eigentlich gut. Man erarbeitet sich seinen Status, seine Spielminuten auf dem Platz. Ja, wenn Arbeloa diesen Worten auch Taten folgen lässt und wenn irgendwann ein Bellingham schlechter ist als ein Pitarch, dass auch ein Pitarch spielt. Wenn irgendwann ein Tchouaméni schlechter ist als ein Manuel Ángel, ich spekuliere hier natürlich nur rum. Oder wenn vorne ein Yáñez besser ist als ein Mastantuono, dann ist das halt so. Wir sind hier kein Friedenskorps, wir sind hier, um Spiele zu gewinnen. Ja, und wenn die Jungs aus Castilla der Mannschaft an dem Spiel besser helfen, dann müssen die meiner Meinung nach spielen. Ja, das ist meine Meinung. Eure dazu, wie gesagt, ihr wisst, da unten in den Kommentaren lese ich mir die super gerne durch. Ja, und bevor ich jetzt zu der Aufstellung komme, die ich machen würde und mich dann verabschiede, zeige ich euch erst einmal die erwartete Aufstellung vom Ass. Ihr seht, es ist die genau identische Aufstellung wie im Hinspiel, außer Ferland Mendy ist verletzt und ein Fran Garcia soll für ihn spielen. Eieiei, ob das gut geht, aber eine Szene, die diese Vermutung untermauert, war diese Szene aus dem Spiel gestern, die ich euch einblende. Ein Álvaro Arbeloa sucht ein langes Gespräch mit einem Fran Garcia, nimmt ihn in den Arm, zeigt ihn kurz danach auch so Bewegungen, so nach dem Motto, hier musst du da stehen, da musst du das machen, etc. Das sieht für mich schon nach einem Startelf-Einsatz für Fran Garcia aus. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Dazu gab es noch 2 oder 3 andere extrem lustige Szenen, auch aus dem Training. Das würde hier das Video sprengen. Aber keine Sorge, ich habe dazu ein Short hier auf YouTube veröffentlicht. Da könnt ihr es sehen. Ansonsten auch auf TikTok und Instagram ist dieses Short zu sehen. Ich empfehle euch, schaut mal da rein. Ich fand es sehr, sehr lustig. 2 Szenen von Arda Güler, die waren unglaublich. Schaut es euch einfach mal an. Ja, und jetzt zum Abschluss würde ich vorschlagen, die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und ich mache es mir sehr, sehr einfach. Never change a winning team. Diese Mannschaft hat gegen Manchester City performt. Die verdienen sich, wie Arbeloa sagt, ihre Minuten auf dem Platz. Die einzige Veränderung, die ich vornehmen würde, anstatt eines Ferland Mendy, würde ich mit einem Eduardo Camavinga spielen. Ich weiß, ein Fran Garcia war sehr gut in der zweiten Halbzeit gegen Manchester City, aber Manchester City war groggy. Real Madrid hat die quasi so erwischt, dass die gar nicht mehr wussten, wie, wo, was. Heute im Etihad, zu Hause vor den Fans, wird das ein anderes Manchester City. Und für mich ist ein Eduardo Camavinga wesentlich stabiler in der Defensivarbeit als Fran Garcia. Also, ich hätte die gleiche Ausstellung, aber ein Camavinga anstelle eines Fran Garcias. Das ist meine Ausstellung. Ich bin gespannt. Was sagt ihr zu meiner Ausstellung? Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns heute Abend beim Watchalong wieder. Bis dahin. Allah Mali!